Ein Land der Extreme. In Jahrmillionen geschaffene surreale Formen und Pastelltöne prägen die Landschaft. Auf scheinbar endlosen Straßen, viele davon Schotterpisten, auf denen Staub unser ständiger Begleiter ist, erkunden wir das Land. Zeugnisse der Vergangenheit erzählen uns ihre Geschichten und der Sternenhimmel erstreckt sich über endlose Dünenlandschaften. Das ist Namibia. Wir starten unsere Reise mit einem Nachtflug von Frankfurt nach Johannesburg. In Frankfurt geht es an diesem Abend recht stressfrei zu. Am nächsten Morgen geht es nach einem zweistündigen Zwischenstopp in Joburg weiter nach Windhoek. Im Anflug auf Namibias Hauptstadt können wir beim Blick aus dem Fenster erahnen, was uns die nächsten 2 Wochen erwartet. Windhoeks Hosea Kotaku International Airport ist vergleichsweise klein und liegt etwa 35 Kilometer vor den Toren der Hauptstadt. Im Süden Windhoeks, in der Grove Mall, decken wir uns mit ein wenig Proviant für unterwegs und vor allem Wasser ein. Und bevor es am nächsten Tag auf einer klassischen Route auf unseren selbstorganisierten Roadtrip geht, verbringen wir die erste Nacht auf der Krumhoek Guest Farm ein paar Autominuten südlich vor den Toren der Stadt. Die Route führt uns zunächst zu Geparden in die Kalahari, durch das Naukluft-Gebirge ins Sossusvlei in der Namib, weiter ins deutsch geprägte Swakopmund, vorbei an der Spitzkoppe zu den Saan im Erongo-Gebirge, bewundern ein Stückchen weiter das Monument Valley Namibias, bevor unsere Reise sich im Etosha Nationalpark dem Ende entgegenneigt. Rund 2300 Kilometer in gut 2 Wochen. Wir sind den ersten vollen Tag heute in Namibia, sind heute von der Krumhoek Guest Farm zur Kalahari Anib Lodge gefahren und machen erstmal einen auf ein bisschen entspannt. Das war doch schon mal ein sehr schöner Sonnenuntergang. Unser nächstes Ziel, die Bagatelle Game Range, liegt nicht weit entfernt, weshalb wir uns mit dem Auschecken Zeit lassen.
nächste Gravel Road wartet. Wir stellen mal auf Allradantrieb um und dann geht das los. Die Regeln für Drohnenflüge in Namibia sind streng und ich bin froh, hier eine Gelegenheit zu finden, die Kalahari von oben in den Blick zu nehmen. Wer sich mit dem Gedanken trägt, seine Drohne mitzubringen, sollte sich auf Papierkram und eine 2-monatige Bearbeitungszeit einstellen. Zwei Gründe haben uns zur Bagatelle gebracht. Zum einen die Dünenjalets mit ihrer grandiosen Aussicht in die Kalahari. Wichtiger war uns aber, Geparden aus nächster Nähe zu beobachten. Die hier lebenden Geparden sind zumeist verwaiste Tiere und auf 12 Hektar untergebracht. In Kooperation mit dem Cheetah Conservation Fund arbeitet die Farm neben einigen anderen am Erhalt dieser vom Aussterben bedrohten Spezies. Für uns eine schöne Gelegenheit, die Tiere bei einer abendlichen Tour kennenzulernen. That if you find younger one from CCF, so that the younger ones can follow this ones. Schrecksekunde auf dem Weg zum Dinner. Mitten in der Lodge läuft uns ein Nashorn über den Weg. Aber kurze Zeit später sehen wir, dass es zahm ist und, wie wir, auch nur auf dem Weg zum Abendessen war. Am nächsten Morgen genießen wir von der Terrasse unseres Chalets vor der Abfahrt noch einmal den Ausblick in die Kalahari und beobachten ein paar Springböcke auf dem Weg zu ihren Futterplätzen. Das war die Bagatelle Game Ranch. Sehr schön. Und jetzt fahren wir das erste Mal eine längere Strecke auf Gravel Road. Damit ist nicht diese hier gemeint, das ist noch die Straße an der Game Ranch. Das Ganze geht dann ab Malterhöhe los. Und vorher werden wir noch mal tanken in Marienthal. Thank you.
Bye, bye. Das ist kein Morgennebel. Irgendwo da vorne fährt einer. Genau. Apropos nicht sehen, Lichter. Lange gerade Straße. Gott sei Dank ist hier nicht alles Schotterstraße. Wir sind jetzt auf der C20 Richtung Marienthal unterwegs. Wir sind in Malterhöhe. Richtung Solitär sind dies die letzten Tankstellen für die nächsten 170 Kilometer. Wir sind jetzt schon über 70 Kilometer hier auf dieser Gravel Road unterwegs und uns ist noch nicht ein Auto entgegengekommen. Von hinten kommt aber gerade eins. Am Horizont machen wir das No-Kluft-Gebirge aus. Wir sind hier in Solitär und holen uns jetzt erstmal ein schönes Stück Apfelkuchen bei McGregor's Bakery. Und dann schauen wir uns hier noch ein paar verrostete alte Autos an. Oh, da habe ich uns aber ein Fußball veranstaltet. Das war unser kleiner Zwischenstopp hier in Solitär. Jetzt haben wir hier mal ordentlich Wellblech. Wir sind auf dem Weg zur Moon Mountain Lodge. Da ist sie. Jetzt biegen wir gleich links ab und dann fahren wir da hoch. Oh, das ist aber eng hier. Oh Gott. So, angekommen. Dann schauen wir mal, was uns hier so widerfährt. In der Moon Mountain Lodge, ein Luxury Tented Camp, was dann so aussieht. Ein Wohnbereich, da hinten ein Schlafbereich, da unten ein kleiner Plungepool, eine nicht zu unterschätzende schöne Aussicht, auch zum Sonnenuntergang nachher hoffentlich. Jo, schauen wir mal rein. So, was haben wir hier? Okay. Oh.
Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Naukluftgebirge am Rand der Namib. Wir waren gerade frühstücken und ich wollte jetzt gleich erstmal einen Zeitplan machen, wann wir wo nachher im Sossusvley sein wollen oder müssen. Wenn wir auch wieder rechtzeitig rauskommen aus dem Park. Das schaue ich mir jetzt gleich an und dann denke ich, werden wir so gegen Mittag dann losfahren oder am Tor sein, je nachdem wie der Plan aussieht. Und dann geht's gleich los. Nach der Rumpelstrecke eben ist das hier jetzt so der Wellnessbereich für Autofahrer. Hello. Fine, thanks. How are you? Germany. Yes. Hi. 124. 124. So, Stresstest für das neue Mikro. Ich hoffe, ich bin überhaupt zu verstehen. Ich versuche jetzt mal ein Stückchen die Düne 40 hier hochzugehen. Aber es ist mega, mega windig hier. Und der Wind pfeift einem nur so um die Ohren und der Sand damit natürlich auch. Naja, schauen wir mal, ob das wohl klappt. So, nun geht das los hier. Wow. Da möchtest du jetzt nicht drin stehen. Hier oben musst du alles gut festhalten. Mal gucken, ob der Hubwell runterkommt. Also runterkommt er, aber auf meinem Kopf meine ich. So, jetzt sind wir auf der Straße zum Dead Flay. Wo es hier überhaupt so richtig lang geht, man weiß es nicht. Nur eins sollte man hier nicht: stehen bleiben. Wird das schon ein bisschen tiefer. Wie lange geht die Strecke jetzt noch? 9 Minuten habe ich irgendwo mal gelesen. Das war teilweise schon richtig tiefer Sand. Da darfst du auf gar keinen Fall stehen bleiben, sonst, ja, Dead Flay eben. Vom Parkplatz sind es jetzt 1,1 Kilometer. Bei den Temperaturen, die wir heute haben, ich glaube, es sind noch nicht mal mehr jetzt diese 28 Grad, die ich vorhin mal gesehen habe, dürfte das ein kleiner Hopser sein.
Wir sind auf dem Rückweg vom Deadflay. Der Parkplatz ist schon in Sicht und die Dünen kommen jetzt mit ihrem Schattenspiel auch so langsam in Shape. Mal schauen, ob wir gleich noch ein paar schöne Aufnahmen davon machen können. Das sieht ja ganz grandios aus. Oh, wir sind im Kreis gefahren. Was? Hier waren wir eben schon mal. Hier gibt es so viele super coole Eindrücke. Man will dauernd stehen bleiben, aber jetzt müssen wir uns auch so langsam auf den Weg zurück machen. Sonst sind wir zu spät am Gate. Die Nacht in der Wüste kann ziemlich kalt sein. Gerade mal 6 Grad haben wir heute Morgen. Huh. Der morgendliche Nebel hat sich verzogen. Das, was wir jetzt sehen, ist mal wieder Staub von einem vorausfahrenden Fahrzeug. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Swakopmund, halten gleich in Solitär zum Tanken. Hoffentlich haben die Sprit, weil danach kommt erstmal keine Tankstelle mehr und bis Swakopmund reicht's nicht. Tankstopp passiert, Reifendruck ein bisschen geändert, aber viel zu viel vorne drauf. Jetzt fahren wir mit 1,8 Bar weiter. Das soll wesentlich angenehmer sein. Wir sind jetzt ja auf dem Weg wieder nach Norden und passieren abermals den Wendekreis des Steinbocks. There's a fire inside and I just can't hide it. There's a fire inside and I just can't fight it. Ooh. You know I'm coming for you. There's a feeling inside, let it take it over. The past is in the Kleine Pause. pit of my show. Wir haben hier gerade so eine schöne Aussicht. You know I'm coming for you. I was born in the
Hier haben wir mal wieder eine Luxusstraße. Irgendwie so eine Mischung aus altem Asphalt und Schotter, so fühlt es sich an. Und wir dürfen 100 fahren. Dort am Horizont sind jetzt Berge oder Felsen zu sehen. Das könnte der Vogelfederberg sein, den wir noch besuchen wollen. Nicht, dass ich glauben würde, dass hier mal jemand kontrolliert, aber man kann nie wissen. Wir haben den gestern gekauft, als wir im Sossusvlei waren. Das war der Vogelfederberg. Auf jeden Fall ein Stopp wert und ganz interessant da oben ist die Akustik wegen dieses Felsüberhangs, der auch in so einem Bogen verläuft. Ja, entgegen aller Google- und analogen Karten, die Autobahn hier zwischen Walfischbucht und Swakopmund scheint fertig zu sein. Zumindest sagen uns das die Schilder, denen wir jetzt folgen. Sind wir nun in Swakopmund in der Desert Breeze Lodge. Ich sag mal wow. Der alte Stadtkern Swakopmund ist durch die deutsche Kolonialzeit geprägt. Wir machen uns auf eine Erkundungstour.
Fast schon eine Institution ist das The Tuck, das wir am Abend besuchen. Es liegt direkt an der Landungsbrücke, die 1904 in einjähriger Bauzeit ins Meer getrieben wurde. Für heute haben wir eine Jeep-Safari gebucht. Wir fahren durch die Dünen der Namib und an der Atlantikküste entlang zur Sandwich Harbour Lagune. Wir werden um 11:30 Uhr abgeholt. Wir haben die Nachmittagstour gebucht, weil es hier morgens immer sehr neblig oder diesig ist. Yes, jetzt geht's los. Cool. Ein Fisch. Ja. Zack. Das ist ein Junge, der rennt und die gewöhnen sich auch so schnell an die Autos. Wir werden nicht hier unten lang zurückkommen. Wir werden dann den da oben lang fahren. Dann haben wir ein bisschen mehr Sand. Wo wir bis zu 100 Meter hochfahren. Ich hoffe, ihr seid okay mit Dünen fahren. 100%ig. Wenn ihr das könnt, können wir das auch, ne? Oh, wie geil. Alter. Okay, erstmal ein bisschen zurück wieder. Ich drehe jetzt um, ich parke in den Wind rein, damit die Türen nicht aufreißen. Und dann erkläre ich das.
waren wir auf etwa 65 Meter, hier sind wir auf etwa 100 Meter. Es ist manchmal hoch und manchmal runter. Wir fahren hier hin, wo da die andere sind. Aber aufpassen, dass wir nicht Gleich wieder runterfahren. ins Loch fallen. Oh, das sieht Okay. ja auch geil aus. Da ist unsere Wasserflasche, die hier rumläuft in der Düne, diese schwarze Käfer da. Und ist noch einer. Ist der Doki da. Auf dem guten Tag haben wir hier 43 Grad. Momentan noch nicht. Gott sei Dank. Geradeaus. Windfreier Fall. Und da muss da wenigstens diese Düse dran sein. Der Baum stand auch da vorne was. Das weite Land hat uns wieder. Wir sind auf dem Weg ins Erongo-Gebirge, machen 2 Stopps. Einmal an der Sailor, einem Schiffswrack eines Fischtrawlers, und dann fahren wir noch zur Spitzkoppe. Nach gut 40 Kilometern erreichen wir jetzt die Sailor. Ist hier schon von der Straße aus gut zu erkennen. See my desire, taking me higher. We don't need a try. Die Sailor war 2008 auf dem Weg zum Abwrack nach Mumbai, als das Schleppseil riss. Nahe Henty's Bay strandete das Schiff und verrottet seitdem zusehends. Ja, die Straße macht einen großen Bogen um Henty's Bay herum. Aber wir müssen ja eh Richtung Osten gleich abbiegen. Take me to the other side. 73 Kilometer müssen wir hier jetzt fahren, bis wir dann an der Spitzkoppe abbiegen. Ja, um euch nicht zu langweilen, schalte ich die Kamera jetzt mal aus, weil so geht es jetzt 70 Kilometer weiter. Silence. We feed it, don't fight. Wir sind auf der D1918 ganz gut vorangekommen, sodass wir jetzt relativ zeitig hier schon bei der Spitzkoppe sind. In a desire. Baby, we're higher. We don't need to try. Desire. We're higher. When we fight it, no surprises. Take me to the other side. Wanna love, I wanna be alive. Can you take me to the other Wir nähern uns der Spitzkoppe über das westliche Gate. Dort werden Kennzeichen und Namen notiert. Zum Bezahlen des Permits muss jedoch das Ostgate angefahren werden, sodass man Strecke und Fahrzeit bei Nutzung des Westgates nicht unbedingt verkürzt. Don't you run, don't you fall. Feel it in the
Das war unsere kurze Abstecher zur Spitzkuppe. Wir haben noch 1,5 Stunden zu fahren bis zu unserem Buschcamp. Deswegen müssen wir leider zeitig aufbrechen. Obwohl jetzt gerade das Licht ein bisschen schöner geworden ist. Dort rechts ist schon das Serongo-Gebirge zu sehen. Da liegt unser Buschcamp. Und zwar irgendwo da hinten hinter der linken Ecke sozusagen. So kommen wir nie an. Furchtbare Strecke hier. Dauernd muss man anhalten. Drüben tolles Gebirge, dort ein tolles Gebirge. Ja, da muss man natürlich gerade mal drauf halten. Wir nähern uns dem Ziel noch. 8 Minuten, bis wir diese Straße verlassen. Wir sind in unserem Buschcamp angekommen und haben das Zelt mit der Nummer 6. Ja, schauen wir mal rein in unser Zelt. Call the plant Sassaniveria plant, and it looks like an oryx horn. Ah, yes, yes, yeah. Okay. But what we're going to do, I'm going to remove the green part, then the fibers is the one that I will use to make the rope. Ah, okay. That's how the elders they make the rope from put it on the bow. On the bow? The bow and also Yeah. making for the traps to catch the birds. Yeah. And whenever you look at this one, this is the rope that they make it by themselves. Because they get it from the plants which is growing in the bush. Yeah. We call it Sassaniveria plants. Yeah, that's a green plant. But normally they use it
also for the ear infection when it's paining. Then they can also use the fibers to roll here on the leg. Yeah, that one was I was showing here. That's Yes. from this, Yes. Yeah. It's coming. There it is. Then they take the head and they can break the neck. Okay. And sometimes it can die by itself because Okay. it needs to fly out. Then the rope goes into the neck until it gets there. Wahnsinn. Wow. So what Wow. question to Yeah, I'll come back. Yeah, I'll come now. Yeah, just oh, don't know. Dem Weg zu den Feldzeichnungen der Sami hier gibt es 2 Stellen hier am Camp, wo man sich die anschauen kann. Und wir sind hier auf einem offenen Safari-LKWchen unterwegs, fahren jetzt durch den Busch dorthin. The body is supposed to be here, Okay. and then here's the legs. But then that means maybe the color was not available. Toll war das. Ganz toll. Great. Yeah, even the lion, if you take a picture of it, it might look. It's a little guess game again. Oh, das ist. What's that? We'll go there, you can take a photo there from there, and then we proceed to our sundown. Ja, afrikanische Savanne at its best, würde ich sagen. Wir sind auf dem Weg zu unserer nächsten Unterkunft am Fingerclip. Jetzt sind wir weitergefahren nach Omaru, haben dort getankt und haben uns entschlossen, heute mal keine Schotterstraße zu fahren,
fahren jetzt einen etwas größeren Bogen über die C33 und die B2 und dann hinüber zum Fingerclip, weil ja, mir ist heute mal nicht nach Schotter. Das ist zwar ein kleiner Umweg, kilometertechnisch, aber zeitlich gar nicht so viel länger. Wir sind angekommen und haben eingecheckt in unserer nächsten Lodge am Fingerclip. Da oben kann man auf dem Felsen das Restaurant erkennen, Eagles Nest. Da gibt es heute Abend Dinner. Wie verhält man sich eigentlich, wenn einem die direkt über den Weg laufen? Muss ich mal rausfinden. Heute nehmen wir für unser Dinner eine kleine Kletterpartie in Kauf.
Diesel 20. 1 Euro kostet Diesel hier. Wir sind aufgebrochen von der Lodge am Fingerclip und sind jetzt auf dem Weg zum Etosha Nationalpark. Wir haben gestern ja schon ein bisschen Vorgeschmack auf Tiere bekommen, als wir die Herde Affen gesehen haben, morgens am Fingerclip, und sind ein bisschen verwundert. Wir haben eigentlich sehr, sehr wenig Tiere bis jetzt gesehen hier im ganzen Land. Noch nicht mal das Wappentier, die Oryx-Antilope, haben wir zu Gesicht bekommen. Aber das soll sich wohl dann im Park ändern. Wir waren gerade in Ocho, nochmal tanken. Sind so von der Fingerclip, sind das so in etwa eine gute Stunde Fahrt gewesen. Jetzt haben wir nochmal eine gute Stunde Fahrt bis zum Anderson Gate vom Etosha und dann geht das Abenteuer mit wilden Tieren los. So, wir sind in Ucacueo. Das sieht eigentlich für ein staatliches Camp das ganz okay aus. Da haben wir schon in anderen Camps, in anderen Ländern auch ganz andere Dinge erlebt. Waschbecken, safe. Das ist die Nummer 90. Zum Waterhole ist es nicht weit. Das schauen wir uns später an. Kaum aus dem Tor raus, die ersten Elefanten, super. Das war doch schon mal ein nettes Willkommen. Gleich am Olifantsbad, so heißt ja ein Wasserloch, ein Nashorn gesehen. Und mit Nashörnern geht es am Abend am Wasserloch des Ucacueo Camps weiter.
während in der Vogelwelt Streitigkeiten für Radau sorgen, nähern sich aus dem Hintergrund 2 Giraffen. Die sind sehr vorsichtig und es dauert eine Weile, bis sie sich ans Wasserloch wagen. Bei den Nashörnern scheint derweil nicht jeder Annäherungsversuch auf Gegenliebe zu stoßen. Die Giraffen sind immer noch unsicher und versuchen sich weiterhin ein Gesamtbild über die Sicherheitslage zu verschaffen. Und während sich die Sicherheitslage aus Giraffensicht entspannt hat, bahnt sich bei den Rhinos Ungemach an. Das war dolle. 7 Nashörner, 2 Giraffen und ein Schakal. Mal gerade so nach dem Essen. Cool. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Hier gibt es ziemlich viele frühe Vögel. Sind alle schon sehr busy hier. Jetzt wird es gleich wahrscheinlich richtig voll an den Wasserlöchern. Alle gefressen.
Jo, man hat es an den Elefanten gesehen. Die Mittagshitze treibt uns in eine Pause. Ich wollte hier noch mal einen Blick vom Turm werfen, einen Rundumblick. Gehen wir mal hoch. Wenn ich das richtig sehe, zieht da hinten gerade eine kleine Herde zum Wasserloch. Ich kann bloß nicht erkennen, was das für Tiere sind. Die Giraffe kann ich erkennen, aber die anderen nicht. Adriane gleich mal Bescheid sagen. Vielleicht sind das Elefanten. Zum Abschied auch nochmal ein Nashorn. Wie geil ist das denn? So fix sind 15 Tage vorbei und wir stehen am Ende einer beeindruckenden Reise. Auf dem Weg zurück nach Windhoek lassen wir das Ganze nochmal an uns vorbeiziehen. To the side.